Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5:51 Uhr. Heute habe ich am Arm nicht nur die Apple Watch, sondern auch, da ist sie, eine Garmin. Und warum das so ist, das verrate ich euch gleich. Aber jetzt muss ich mal aufstehen. Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich immer, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder soweit. Wir sitzen auf der rotbraunen Couch. Neben mir Sandra und das hat immer was ganz Spezielles zu bedeuten. Heute gibt es wieder die 12-Stunden-Challenge. Für diejenigen unter euch, die meinen Kanal schon bereits einige Zeit verfolgen, die wissen natürlich, um was es geht. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was meint ihr jetzt eigentlich? Ganz kurz. Wir starten heute um 7 Uhr. Das ist in ungefähr 20 Minuten und laufen eine etwas mehr wie 4 Kilometer große Runde. Das Ganze machen wir zur nächsten vollen Stunde und das Ganze 12 Stunden lang. Die Zeit zwischen dem ersten Lauf und dem zweiten Lauf nutzt uns sozusagen als Pause. Zusammengefasst bedeutet das, wir starten um 7 Uhr, laufen diese Runde, haben dann Pause bis zur nächsten vollen Stunde und wiederholen das Ganze 12 Mal. Am Ende soll dann bei uns, da haben wir uns geeinigt, 50 Kilometer rauskommen. Wir haben das Ganze bereits zweimal gemacht. Beim ersten Mal haben wir die Apple Watch Ultra 1 getestet und beim zweiten Mal die Apple Watch Ultra 2 und haben geschaut, ob sie sozusagen diese Dauerbelastung standhält. Heute haben wir nicht eine Uhr, sondern ganze 6 Uhren. Ich habe angekündigt, dass wir zwei diese 12-Stunden-Herausforderung wieder machen wollen und habe gesagt, ich werde die Apple Watch Ultra 2 in Schwarz, die Apple Watch Series 10 und die Garmin Enduro 3 mitnehmen und habe euch dann noch gefragt, welche Uhr soll ich zusätzlich noch mitnehmen? Und ihr wolltet die Fenix-Reihe sehen. Ihr wolltet die Fenix 8 in 51 mm und die Fenix 8 in 47 mm sehen. Was ich euch nicht verraten habe, Sandras Fenix 8 in 43 mm wird uns natürlich auch begleiten. So sieht das ganze Format aus. Ich werde euch natürlich während der Runden noch ein paar Details geben über die Uhren etc. und euch über den aktuellen Stand sozusagen informieren. Wir sind beide müde, aber wir haben die letzten 3 Tage nichts trainiert. Also wir kratzen. Was? Ja, nein, kein Beintraining. Kein Beintraining. Okay, also Sandra hat dann schon trainiert scheinbar. Spreche ich von mir. Ich habe 3 Tage lang jetzt nichts trainiert und ja, von daher freue ich mich schon, mich wieder zu bewegen. Wie gesagt, jetzt haben wir noch 19 Minuten Zeit. Wir werden jetzt unseren Tee austrinken, werden uns umziehen, fertig machen und ja, wir sehen uns dann beim Start zur ersten Runde. So, und falls ihr euch fragt, wie ich 4 Uhren heute tragen werde, tada! Ich habe die Beinlösung. Ich habe das zwar noch nie probiert, zumindest nicht beim Laufen, nur beim Schlafen, da hat das gut geklappt. Mal schauen, wie das Ganze beim Laufen funktioniert. So meine Lieben, es ist 7 Uhr, wir sind voller Tatendrang und Motivation und starten jetzt in die erste Runde. Update, falls ihr mit euren Uhren laufen gehen wollt und dabei vorhabt, die Uhr am Bein zu tragen, dann könnt ihr das vergessen. Ich bin nämlich relativ abrupt kurz stehen geblieben. Ich habe die Fenix 851 und den Enduro 3 unten auf den Beinen und beide haben den Notfallalarm aktiviert. Mir ist das aber nicht aufgefallen.
beziehungsweise habe ich ihn halt nur weggedrückt. Und das Konsequenz war aber, dass sie das Workout abgebrochen haben. Das heißt, ich habe jetzt neu gestartet, wir laufen jetzt nach Hause und ich werde mir beide Uhren auf die Arme geben. Denn so, wie ich mir das vorgestellt hatte, funktioniert es leider nicht. Und vor allem, mir fehlen jetzt 2 Kilometer. So sieht übrigens aktuell die Lösung aus. Ich trage jetzt alle 4 Uhren am Arm und auf den Armen. Aber bei der Apple Watch habe ich übrigens Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Das habe ich deaktiviert und LTE verwende ich auch nicht. Nur zur Information, damit ihr wisst, wie die Akkulaufzeit zustande kommt. So, wir melden uns mal aus der Runde 2. Sandra und ich haben bei unseren Garmin-Uhren dieses Stamina. Oh, ein Reh. Schau, ein Junges. Sandra und ich haben uns die Stamina-Anzeige bei unseren Garmin-Uhren eingestellt. Das heißt, du läufst los und es wird dann sozusagen ja, wie eine Body-Batterie für die Aktivität erstellt. Und meine hat gesagt, dass ich auf 31 Kilometer maximal komme. Also ich kann in meiner Verfassung ein 31. Und wisst ihr, wie viel Sandra hatte? Magst du das mal sagen? 41. Nein, 40 hast du gesagt, lüg nicht. 41. Aber das Gute ist, die passt sich natürlich auch ein bisschen an. Wir haben jetzt 6 Kilometer und 26,5 verbleiben. Das ist ein bisschen besser geworden bei mir. Seht ihr den Mistkübel da? Aus der Entfernung habe ich mir gerade gedacht, da steht ein Mann und beobachtet uns. Und ich denke mal, hat der ein Fernglas in der Hand? Beobachtet der uns? Und wie ich jetzt näher gekommen bin, habe ich gesehen, dass es ein Mistkübel ist. Oh, ich glaube, ich brauche neue Kontaktlinsen. Ja, für mich schaut der aus, als hätte er so gemacht. Ja, von der Ferne. Oh Mann. So, Runde 3 ist geschafft und während Sandra draußen meditiert, wie ihr gesehen habt, werde mir ich noch einen kleinen Kaffee runterlassen und den trinken und mich auch dann noch ein bisschen entspannen. So ein kleines Update zur Stamina-Anzeige, die seht ihr ganz unten, also 64% sind noch über und 20,5 Kilometer kann ich noch laut dieser Anzeige laufen. Wie man sieht, ist die gelaufene Distanz bis jetzt 13,29 Kilometer, also in Summe wären es dann ja nicht ganz 34 Kilometer. Bin gespannt, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt. Eine Sache noch, ich habe ja letztes Jahr den Sascha von Daily Nerd Alert und Bernd von Sporttechnik herausgefordert, auch diese Challenge zu machen und beide haben mir eigentlich zugesagt. Nur ist es ein Jahr vergangen und beide haben eigentlich diese Challenge noch nicht gemacht. Ich weiß, dass Sascha schon sehr mit dem Gedanken spielt, weil ich mit ihm viel in Kontakt bin. Bernd hat geschrieben, er mag Challenges, also von daher sind ja die Voraussetzungen wunderbar und ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn Sie die Challenge annehmen und auch ein Video machen und uns zeigen, wie es Ihnen bei dieser 12-Stunden-Challenge geht. So, wir haben 5 Runden hinter uns. Ich gebe euch ein kleines Update. Upsi. So, also 4 Stunden 42 sind wir unterwegs, 21,76 Kilometer bei der Apple Watch. Und bei der Phoenix 8 sind es 22,12. So, circa 300 Meter auseinander. Wenn wir zu Sandra rübergehen, hat die Apple Watch, die hat bereits 23,22 Kilometer und die Phoenix 8 von ihr, ja, die Phoenix 8 hat 21,93, so und jetzt machen wir genau ein Update noch, was den Akku betrifft. Ich fange mal bei mir an. Apple Watch Ultra 2 hat 73% Akku. Hier muss ich dazu sagen,
dass ich die ersten 2 Runden die Enduro 3 hier unten getragen habe. Und das Band der Enduro 3 hat leider hier immer gedreht, weshalb sich das Display immer eingeschaltet hat. Das könnte auch der Grund sein, warum nämlich Folgendes passiert ist. Während die Apple Watch Ultra 2 73% hat, hat die Series 10, so darf ich kurz, noch 75% Akku. Also das ist wirklich eine großartige Akkulaufzeit. Die 43, die kleine Phoenix 8 hat noch 81%. Und die Phoenix 8 47 mm hat noch 87% Akku. Wie gesagt, die Phoenix 8 in 51 mm, die habe ich hier. Die hat noch 93%, bei der fehlen aber 2 Kilometer. Die muss ich dann noch ca. 12-13 Minuten laufen lassen. Und das gleiche ist auch bei der Enduro. Die Enduro hat noch die hat auch noch 93% Akku. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die Phoenix 8 bzw. alle Phoenix 8 im Aktivitätsmodus immer das Always-On-Display eingeschaltet haben. Das heißt, das schaltet sich nie aus. Bei den Apple Watches schaltet es sich natürlich schon aus und bei der Enduro 3 ja, ist es natürlich wie halt beim MIP-Display gewohnt immer eingeschaltet. Wir sind jetzt insgesamt 7 Stunden und 35 Minuten unterwegs. Ich möchte euch kurz was zeigen. Und zwar haben wir die Garmin Enduro 3, ein Akkumonster, MIP-Display, sehr effizient, hat einen Solarring. Es war heute auch sonnig, also hat sicher auch ein bisschen was eingespeist. So, jetzt muss ich es kurz entsperren. Und die hat jetzt nach dieser langen Zeit noch 90% Akku, was natürlich wahnsinnig toll ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt immer das Argument oder die Diskussion, MIP-Display ist so viel besser wie ein AMOLED-Display. Ich habe hier die Phoenix 8 in 51 mm. Ja, die hat das AMOLED-Display und das ist durchgehend eingeschaltet. Und ich zeige euch jetzt was, wenn ich es entsperrt habe. Die hat noch 89%, also 1% schlechter wie die Enduro 3, trotz des AMOLED-Displays, das durchgehend eingeschaltet war. So, machen wir mal einen Status-Check. Liebe Sandra, wie geht's dir? Lass den Zuschauern wissen, wie es da geht. Es wird zäh. Es wird schon sehr, sehr zäh. Man merkt jetzt schon so beim Schuhe anziehen und wenn man von der Couch aufsteht, ist nicht mehr so dynamisch ist wie am Anfang, oder? Ja, und einfach die Gesamtmüdigkeit. Auf jeden Fall. Aber eine Sache haben wir ja schon besprochen. Sind wir uns einig, dass wir heute eine Pizza essen wollen? Ja. Sehr gut. Hast du dich schon für eine Sorte entschieden? Noch nicht ganz. Entweder Bolognese oder was habe ich gesagt? Bolognese oder diese mit Rucola und Prosciutto, genau. ja. Auf jeden Fall brauche ich irgendwas Fleischiges. Ja. Auf jeden Fall brauche ich irgendwas Fleischiges. Ja. Also, für die Sagt mein Körper. Sandra will heute was Fleischiges. Ja, schön. Ja, ich bin mir sicher, ich finde auch eine gute Pizza. So, meine Lieben, ich roll mich gerade ab. Wir haben 9 Runden geschafft, jetzt fehlen nur mehr 3. Kleines Update, was die Stamina-Anzeige betrifft. Ich habe weniger als 1% und ich kann nur mehr einen halben Kilometer laufen. Das heißt, meine Lieben, leider, das Video müssen wir jetzt beenden, ich werde es wohl nicht mehr schaffen. Nein, Spaß beiseite, 38,75 Kilometer haben wir schon, also schaut ganz gut aus. Ja, Sandra, wie schaut es bei dir aus? Wie viel hast du noch über? Ich habe noch 4,5 Kilometer 4,5 Kilometer hast du noch? und 11%. Oh, also du bist dann einfach besser wie ich, oder? Ja, voll.
Wir sind in die letzte Runde gestartet. Wir laufen jetzt nur mehr die letzten 4 Kilometer, bringen es hinter uns und melden uns dann aus dem Ziel. So, liebe Sandra, letzte Energie. Ja. Okay, komm. Und geschafft! Wieder mal geschafft. 51,11. 51,11 auf der Sandra der Phoenix 8 und auf meiner 51,12. Und auf der Apple Watch Apple Watch Series 10 53. 53,85. Auf meiner Apple Watch 15,16. Ja, viele Zahlen. Wir gehen jetzt rein. Ich präsentiere euch dann die ganzen Ergebnisse später. So, meine Lieben, es ist 19 Uhr, wir drehen ab. Die Garmin Phoenix 8 in 51 mm und die Enduro, die haben ja bei ca. 2 Kilometer die Sturzerkennung aktiviert und deswegen fehlen mir 2 Kilometer. Ich drehe sie aber trotzdem ab, weil ja die 12 Minuten Unterschied das Kraut nicht fett machen. Wir speichern das Ganze. Auch hier speichern wir das Ganze und bei Sandra wird das Ganze auch gespeichert. Und jetzt schauen wir uns mal die Werte an. Die Apple Watch Ultra 2 hat noch, wir sehen es hier unten schon, 32%. Die hat etwas schlechter performt wie letztes Jahr. Man muss aber dazu sagen, die ersten 2 Stunden hatte ich die Enduro immer so vom Band her, dass sie hier angekommen ist und ich glaube, die hat immer das Display eingeschaltet und deswegen ist einfach die Leistung etwas schlechter. Nichtsdestotrotz, ja, 32% nach 12 Stunden. Das heißt, man würde auf jeden Fall 18 Stunden auskommen, selbst mit dem kleinen Fauxpas am Anfang. Die Series 10 hat nach 12 Stunden noch 21%. Also ich muss sagen, ich hätte mir gar nicht gedacht, dass die durchhält. Von daher auch eine Top-Leistung, bin ich wirklich beeindruckt. Wir machen weiter bei der Phoenix 8. 47 mm, leider hat sich Redshift aktiviert. Die hat nach 12 Stunden noch 66%. Ich hoffe, man kann das lesen. Also auch hier eine ganz schöne Leistung. Die Phoenix 8 in 51 mm hat noch 82%. Man hat schon gesehen, nach 12 Stunden 82%. Das ist unglaublich. Das sind, weiß ich nicht, 1,5% pro Stunde. Und die Enduro, ich habe hier das Display deaktiviert, jetzt sieht man es, hat noch 85%. Also wie gesagt, 85% mit dem MLP-Display und 82% beim AMOLED-Display durchgehend eingeschaltet. Wohlgemerkt, also die Unterschiede sind mittlerweile nicht mehr so groß.